Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger neuen Format auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich ab heute immer mal wieder, also relativ unregelmäßig, mit euch ein Linux mir genauer angucken. Und ja, das wollen wir dieses Mal auch schon direkt anfangen. Dieses Mal wollen wir uns Linux Mint angucken. Jetzt zunächst einmal möchte ich euch ein paar kurze Infos zu dieser Serie geben. Warum mache ich das Ganze? Naja, ich finde es erstens mal wunderbar, dass Linux so toll gewachsen ist und die Community so groß geworden ist. Und ich möchte der Community auch ein bisschen was zurückgeben. Deswegen möchte ich hier vielleicht einige Windows- oder Apple-User davon überzeugen, dass Linux auch eine wirkliche Alternative ist und auch das Statement, ich bin Gamer, heutzutage nicht mehr reicht, damit man sagen kann, ich will kein Linux, ich bin auch Gamer, ich habe auch ein Linux. So ist das Ganze nicht. Man muss nur eben wissen, welche Distribution, aber dazu komme ich gleich. Für die Fortgeschrittenen unter euch, sorry, falls es vielleicht hin und wieder mal ein bisschen langweilig für euch ist, ich versuche diese Serie auch so einfach wie möglich zu halten, dass sie auch für Einsteiger sehr gut geeignet ist. Und ja, da kann es mal passieren, dass ich vielleicht ein paar umgangssprachliche Ausdrücke verwende oder nicht unbedingt genau die Sache verwende, die man jetzt in dem Zusammenhang sagen sollte. Ihr könnt dann gerne in den Kommentaren einfach noch fortgeschrittene Informationen austauschen, das finde ich natürlich immer super. Aber ich möchte natürlich, dass sich auch hier niemand abgeschreckt fühlt, weil Linux ist heutzutage wirklich mega einfach geworden und vor allem dieses hier, was wir uns heute angucken wollen. Und ja, warum jetzt eigentlich Linux? Also warum stelle ich euch mehrere Distributionen vor? Man muss sich das ungefähr so vorstellen, Linux ist in seinem Kern komplett kostenlos und das hat natürlich, oder sogar Open Source, das heißt, jeder kann dran weiterentwickeln und jeder kann auch sein eigenes Linux erstellen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass es extrem viele Linuxe gibt. Und ich will euch immer mal wieder ein paar vorstellen. Denn jetzt zum Beispiel haben wir uns hier eigentlich ein Linux gekrallt, das so ziemlich das beliebteste ist und auch wirklich gut ist. Aber es gibt natürlich auch noch Alternativen dazu. Zum Beispiel auch Android ist ein Linux und hat natürlich seinen Anwendungsbereich. Also ich meine, Android auf einem Rechner oder auf einem Computer laufen zu lassen, ist totaler Schwachsinn. Aber ja, auf dem Handy ist es wirklich eine super Sache. Und so ist es, also nicht ganz so obvious, ist es dann eben auch mit den einzelnen Linuxen. So, jetzt für wen ist Linux Mint geeignet? Also wir sind bei der aktuellen Version 18.3 und ich kann immer noch sagen, ich habe meiner Mutter 18.1 oder sowas installiert und sie kommt ohne Probleme damit klar, ohne irgendwelche speziellen Kenntnisse zu haben. Das heißt, das ist das ultimative Einsteiger-Linux. Es ist wirklich so simpel, ich könnte es wahrscheinlich sogar meinem Opa drauf machen und der wird damit klarkommen. Das heißt, wenn ihr noch keine Erfahrung mit Linux habt, ist das Perfekte für euch. Ihr könnt alles über die Oberfläche bedienen, ihr könnt aber auch tatsächlich in die Kommandozeile gehen und da dann fortgeschrittene Sachen lernen. Ihr müsst das aber eben nicht tun. Und das heißt, das ist eigentlich wirklich so das perfekte Einsteiger-Linux. Es sieht sogar mit der Standardumgebung, da komme ich gleich dazu, sogar ein bisschen aus wie Windows und ja, lässt sich dementsprechend auch intuitiv eigentlich bedienen. Für was ist es jetzt gedacht? Also es gibt auch tatsächlich Linux, das so ein bisschen Anwendungszweck hat. Ich meine, zum Beispiel SteamOS ist jetzt eigentlich ein Linux, was nur aufs Gaming ausgelegt ist. Da ist es eher kompliziert damit, irgendwelche Textverarbeitung oder sowas zu machen. Aber ja, Linux Mint ist eben zum Beispiel genau auf alles ausgelegt. Also man kann damit so ziemlich alles tun, vor allem aber ist es für den normalen Desktop-Gebrauch gedacht. Das heißt, man kann damit super gut irgendwelche Office-Sachen machen, irgendwelche Dokumente bearbeiten, E-Mails schreiben und so weiter und so fort. Surfen natürlich auch, alles überhaupt kein Problem. Und ja, auch Multimedia-Filme gucken oder sowas, da sind schon relativ viele Sachen vorinstalliert für euch. Das heißt, da müsst ihr einfach nur noch Festplatte oder USB-Stick anschließen und Play drücken oder euch in Netflix einwählen und da auf Play drücken. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Ganz kurz, weil diese Webseite hier auf Englisch ist, übrigens linuxmint.com, da könnt ihr das Ganze runterladen. Trotz, dass diese Webseite hier auf Englisch ist, Linux Mint ist in allen möglichen Sprachen verfügbar, auf jeden Fall auch auf Deutsch. Ich habe jetzt nicht alles ausprobiert, ich habe keine Ahnung, ob Chinesisch oder keine Ahnung, Koreanisch oder sonst irgendwas auch verfügbar ist, aber Deutsch auf jeden Fall und Englisch sowieso. Das heißt, ja, da ist einfach auch alles gegeben, was man braucht. So, genau, was habe ich jetzt vorhin zu Oberflächen gesagt? Genau, bei Windows hat man eigentlich immer diese Standard-Oberfläche. Man hat auch nicht wirklich viel Möglichkeiten, das Ding jetzt zu verändern. Man kann von mir aus die Taskleiste nach oben drücken, aber das war es dann auch schon. Und Linux Mint, da kann man, beziehungsweise Linux generell, da kann man sehr, sehr viele verschiedene Oberflächen haben. Das heißt, manche sehen halt anders aus wie eben der Standard und da gibt es natürlich dann auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ihr kennt vielleicht ein bisschen anderes Interface. Apple hat ein sehr, sehr anderes Interface oder zumindest ein bisschen anders
Und genauso unterscheiden sich eben auch die einzelnen Oberflächen, weil man eben hier auf Open Source setzt. Das heißt, jeder kennt den Quellcode, das heißt, auch jeder kann es bei sich einbinden, wenn er Bock drauf hat. Und deswegen gibt es ja auch gleich 4 Varianten von Linux Mint. Einmal Cinnamon, Mate, XFCE und KDE. Das bezieht sich jeweils nur auf die Oberfläche. Das heißt einfach nur Geschmackssache, was euch besser gefällt. Das hier ist Cinnamon. Das wurde mit Linux Mint zusammen entwickelt und sieht auch ganz ansehnlich aus, muss ich sagen. Es läuft auch wunderbar. Ich benutze aktuell zwar kein Linux Mint, aber Cinnamon benutze ich eben trotzdem, weil es mir auch wirklich sehr gut gefällt und ich, ja, eigentlich das Ganze super gut finde. Genau, das ist so der Standard, den man mit Linux Mint eigentlich so verbindet, weil es eben auch damit entwickelt wurde. Das ist Mate, sieht schon ein bisschen anders aus, ist aber, ja, also das ist jetzt natürlich verschiedene Fenster hier, ist trotzdem relativ ähnlich. Man sieht hier vielleicht, dass das Menü hier oben ist und man unten trotzdem, also eben man hat hier oben dann das Menü und die häufig benutzten Programme, hier eben auch Uhrzeit und so weiter ausschalten. Während man eben unten die geöffneten Programme hat, durch die man durch kann zum Beispiel. Also es sind wirklich nur Kleinigkeiten, wo sich jetzt unterscheidet, aber es ist trotzdem natürlich eine sinnvolle Sache. Hier haben wir KDE. KDE ist auch häufig benutzt, aber ja, ich habe damit jetzt noch nicht so viel rumgespielt, ist aber natürlich auch einfach nur ein bisschen anders aussehend. Genau, und dann XFCE, was nochmal ein bisschen simpler aussieht tatsächlich in der Praxis als die anderen Oberflächen, aber wirklich ist es Geschmackssache ohne Ende. Das heißt, ja, ist im Endeffekt eure Sache, was ihr hier haben wollt. Zu den weiteren Links hier 32 oder 64-Bit. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Wenn ihr einen Rechner habt, der aus den letzten 5 Jahren stammt oder aus diesem Jahrzehnt von mir aus auch, dann habt ihr höchstwahrscheinlich 64-Bit, ansonsten habt ihr 32-Bit, das ist schon sehr, sehr alt. Aber normalerweise habt ihr eigentlich immer 64-Bit, weil, ja, das der Standard ist. So, jetzt noch ganz kurz ein paar fortgeschrittene Kenntnisse, sage ich jetzt mal, die man vielleicht nicht unbedingt verstehen muss, wenn man direkt damit anfängt. Ich will sie aber trotzdem erwähnen für die vielleicht schon etwas Linux-erfahreneren Leute. Und zwar, achso, übrigens, bevor ich es vergesse, Linux Mint ist tatsächlich momentan das meistgenutzte Linux. Wer hätte es gedacht? Genau, noch diese fortgeschrittene Information, und zwar, das Ganze basiert auf Ubuntu, beziehungsweise es gibt auch eine Version, die sich LMDE nennt. Die basiert auf Debian und ja, es sind auch beides Linux-Versionen, das heißt, da kann man sich sozusagen aussuchen, was man haben möchte. Ich würde die Ubuntu-basierte Version benutzen hier, die ist mehr entwickelt, sage ich jetzt einfach mal dazu. Auch die Paketverwaltung wurde natürlich von Ubuntu bzw. Debian, Ubuntu basiert auf Debian, muss man auch dazu sagen, die wurde übernommen, das heißt, wir benutzen hier apt-get zum Pakete eben verwalten. Und ja, wir sehen hier, das Ganze ist auch kein Rolling Release, das heißt, die einzelnen Programme, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Firefox installieren möchte, dann habe ich halt, wenn ich Linux mit 18 habe, habe ich Thunderbird oder Firefox Version 26, keine Ahnung. Und dann bei 18.1 habe ich eben Version 28 oder sowas. Also die neuen Versionen werden sozusagen immer drauf gepatcht. Und ungefähr alles halbes Jahr entsteht eine neue Unterdistribution und einmal nicht ganz im Jahr, was heißt das, nicht ganz alle 2 Jahre, also normalerweise so ungefähr alle 2 Jahre kommt eine neue große Version raus, weil dann eben auch Ubuntu 16 auf Ubuntu 18 wechselt und dann basiert eben das neueste Linux Mint auf Ubuntu 18, sprich es sieht auch ein bisschen moderner aus. Benutzt vielleicht im Hintergrund einige neue Sachen, aber das macht alles nichts. Man muss nicht jedes Mal neu installieren, sondern man kann auch einfach hergehen und ja, direkt in Linux Mint sagen, ich will jetzt die neue Version haben und dann ist alles gut. Also so einfach funktioniert das eigentlich. Und ja, wir sehen hier auch die Erscheinungsdaten, was dann hier so passiert ist. Also das ist nicht alles wirklich relevant. So, und ja, jetzt zu dem tollen Feature von Linux, beziehungsweise vor allem Linux Mint, kann man sagen, man kann das Ganze ausprobieren, bevor man sich dafür entscheidet, das auch wirklich zu installieren. Das bedeutet, man kann jetzt hier zum Beispiel eine Live-CD, so nennt sich das Ganze, erstellen und kann eben von dieser Live-CD booten und dann das Ganze mal ausprobieren, als wäre es installiert, aber es ist nicht installiert, das heißt, es merkt sich auch eure Einstellung nicht. Ihr könnt keine Programme installieren, ein paar kleine Hindernisse sind dabei, aber ihr könnt zum Beispiel einfach mal die vorinstallierten Programme ausprobieren, wie es euch gefällt und ja, das ist sehr, sehr komfortabel, muss ich sagen. Das heißt, ihr könnt einfach mal eure Version hier runterladen. Ich habe mir jetzt hier Cinnamon runtergeladen und möchte das ganz kurz mit euch mal starten. Jetzt, wie ihr das startet, ist am besten folgende Möglichkeit. Ihr startet euer Windows oder was auch immer ihr gerade habt neu. Achtung, es ist wichtig, dass ihr Windows neu startet und nicht einfach nur herunterfahren und wieder hochfahren klickt.
Denn Windows hat da so ein paar eingebaute Mechanismen, die nur beim Neustarten tatsächlich aktiv werden. Und dann drückt ihr permanent auf eine Taste. Bei mir ist es zum Beispiel F11. Da könnt ihr auswählen, von welchem Gerät ihr hochfahren wollt. Und das ist jetzt der eigentlich schwierigste Teil, den man überhaupt erstmal machen muss. Denn man muss hier von der CD, die man hier gebrannt hat, also diese 64-Bit-Dingens kann man brennen. Also das, was ihr runtergeladen habt. Ich zeige euch gerade mal kurz, was die Datei ist. Beziehungsweise, ja, im Endeffekt ist es eine .iso-Datei. Und da ist sozusagen das ganze Betriebssystem drauf, ist wie eine virtuelle CD. Die müsst ihr brennen mit irgendeinem Brennprogramm, sucht euch euer Lieblingsbrennprogramm aus und dann eben von dieser CD hochfahren, den Computer starten. Und ich mache das Ganze jetzt mal hier mit einer virtuellen Maschine. Hat fast denselben Effekt, nur dass ich eben währenddessen noch aufnehmen kann. Und jetzt muss ich gucken, auf welchem Bildschirm das Ganze gelandet ist. Ah, hier ist es. So, und dann solltet ihr in etwa so ein Bild sehen. Hier. Wahrscheinlich ein bisschen größer bei euch. Okay. Also bei euch ist das dann halt der normale Rechner. Ich muss natürlich währenddessen jetzt auch gerade noch aufnehmen, deswegen muss ich das jetzt hier so machen. Das Ganze dauert auch ein bisschen, aber ja, ihr solltet dann eben dieses Linux mit 18.3 sehen. Das lädt dann eine Weile, weil das natürlich auch erstmal von der DVD bzw. CD geladen werden muss. Und ja, ich pausiere euch gerade mal währenddessen und wir hören uns gleich wieder. Wow, okay, ich hätte euch nicht pausieren müssen, das war quasi sofort. So, warum habe ich jetzt hier gerade einen Fehler bekommen? Naja, ganz einfach, weil ich hier keine Grafikkarte habe. Ich kann das jetzt auch schön größer machen. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Und das ist euer Linux jetzt im Endeffekt. Achtung, das Ganze ist noch nicht installiert. Das ist einfach nur eine Vorschau von dem Ganzen. Ihr könnt jetzt einfach mal rumscrollen und einfach mal ein bisschen ausprobieren, ob es euch zusagt. Also das ist jetzt hier sozusagen euer Explorer. Hier könnt ihr, das ist jetzt auch übrigens die englische Version. Wenn ihr es installiert, könnt ihr die Sprache auswählen. Hier könnt ihr zum Beispiel nach Musik suchen, beziehungsweise speichern dann drin. Also das ist im Endeffekt euer Ordnersystem. Hier habt ihr Desktop. Das ist im Endeffekt das Ding hier. Also es ist alles immer noch beim gleichen geblieben hier. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr zu Linux Mint wissen müsst. Wenn ihr es jetzt installieren wollt, dann klickt ihr hier auf Install Linux Mint. Dann müsst ihr wieder eine Weile warten, weil das Ganze natürlich von der Dings geladen werden muss, von der Disk. Und hier könnt ihr jetzt eure Sprache auswählen. Also jetzt könnt ihr tatsächlich mal sehen, was für Sprachen da alles dabei sind. Ich habe keine Ahnung, was das alles überhaupt ist. Ich wusste gar nicht, dass es davon 2 Varianten gibt. Und ich wusste nicht, dass man in Brasilien ein anderes Portugiesisch spricht. Schauen wir mal hier. Also das ist wirklich interessant. Okay, ich weiß, das interessiert euch eigentlich gerade nicht so, aber ich muss da wirklich mal durchgucken. Ich wusste das gar nicht. So, Veröffentlichungshinweise lesen, ja, brauchen wir jetzt gerade nicht machen. So, ach so, ja, das ist jetzt natürlich doof gelaufen für mich. Dann werde ich euch doch mal pausieren müssen, weil ich hier nur 10,7 GB Speicherplatz habe und man braucht 10,7 GB zum Linux Mint installieren. Das heißt, wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich kann natürlich jetzt hier einfach meine Festplatte vergrößern. Eure sollte auf jeden Fall größer sein als 10 GB. Das sollte aber auch wirklich kein Problem sein. So, jetzt sehen wir hier bei der Installation, werden wir gefragt, ob wir Drittanbieter-Software installieren wollen. Was das genau heißt, ist im Endeffekt, dass manche Software nicht Open Source ist und ihr werdet jetzt hier spezifisch danach gefragt, wollt ihr es auch zulassen, auch wenn es nicht Open Source ist. Wenn euch das bislang nicht gestört hat, dann könnt ihr hier einfach den Haken setzen, denn selbst Windows ist nicht Open Source. Das heißt, wenn ihr bislang Windows hattet, ist das hier immer noch eine deutliche Verbesserung für euch. Es geht hier einfach dabei um einige Sachen, die man zum Beispiel nicht Open Source findet, wie zum Beispiel Flash oder sowas, aber die man eben trotzdem häufig verwenden wird oder muss. Zum Beispiel auch manche Musiksachen oder Videosachen und so weiter. Deswegen, ja, einfach hier den Haken reinsetzen. Das macht dann wahrscheinlich den meisten Sinn. Für euch zumindest, wenn ihr Anfänger seid. Andere möchten da vielleicht noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, ob man jetzt nicht Open Source Sachen verwenden soll oder nicht. Manche machen sich da wirklich sehr, sehr viele Gedanken drüber. Und ja, das dauert dann einfach ein bisschen. Wobei es jetzt gerade die verschiedenen Sachen lädt, die ich wahrscheinlich jetzt hier gerade mal kurz rausschneide. So, dann landet ihr direkt auf diesem Fenster hier. Und Achtung, jetzt müsst ihr hier ganz, ganz wichtig aufpassen. Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Das bedeutet, hier da sollte man auch wirklich immer alles lesen, nicht einfach nur sich auf mich verlassen. Das bedeutet, dass euer Windows komplett eliminiert wird, dann ist nichts mehr davon übrig. Alle eure persönlichen Daten, die vielleicht noch auf der Festplatte lagen, sind dann weg. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das hier eventuell nicht haben wollt, wenn ihr vielleicht eure Daten noch nicht gesichert habt oder sowas. Da müsst ihr wirklich aufpassen.
Ich stehe auf keinen Fall, gerade für irgendwelche Leute, die hier meinen, sie haben ihre Daten verloren und ich bin dran schuld. Ne? Also ich zeige euch bloß, wie man das Ganze installiert. So, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt entweder 2 Partitionen haben, dann habt ihr erstens Linux Mint und zweitens Windows, oder ihr könnt eben alles löschen. Dann habt ihr hier eben nur noch Linux Mint, dann habt ihr aber kein Windows mehr, und falls ihr eure Daten noch nicht auf eine externe Festplatte oder sowas gemacht habt, dann solltet ihr das davor auf jeden Fall tun. Dann könnt ihr natürlich eure Installation, wenn ihr Bock drauf habt, verschlüsseln. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Und ihr könnt LVM benutzen, was wir auch nicht machen werden. Wahrscheinlich ist für die meisten von euch ein Dual Boot interessant. Da hat man sowohl Windows als auch Linux Mint. Und deswegen werde ich jetzt hier mal auf etwas anderes klicken, dann kann ich euch den Schritt nämlich auch noch zeigen. So, jetzt habe ich natürlich nur eine Festplatte, wobei, ja, ihr werdet hier wahrscheinlich noch eine Festplatte haben und dann könnt ihr eben hier verschiedene Dinge auswählen, nämlich wo ihr euren Bootloader installieren wollt. Was ist ein Bootloader? Ein Bootloader ist ganz einfach, wenn ihr den PC hochfahrt, dann müsst ihr auswählen, ob ihr jetzt Windows benutzen wollt oder ob ihr Linux benutzen wollt. Und genau das könnt ihr im Bootloader machen, einfach mit den Pfeiltasten auswählen, ich will jetzt Linux oder ich will eben Windows haben. Genau, und dann könnt ihr das hier drauf sozusagen installieren. Ich kann jetzt hier noch eine neue Partitionstabelle anlegen. Das kann man aber auch nur machen, wenn auf der Festplatte noch nichts drauf ist. Und auf meiner virtuellen Festplatte ist das jetzt bei mir, ist natürlich auch nichts drauf. Ihr werdet hier wahrscheinlich schon Partitionen drauf haben. Das heißt, ihr könnt teilweise eben einfach eine neue Partition anlegen und dann könnt ihr darauf Linux Mint installieren und sozusagen neben Windows haben. Das heißt, bei euch steht hier wahrscheinlich schon irgendwie freier Speicherplatz, so und so viel. Und ja, ich kann mir jetzt hier sozusagen eine neue Partition anlegen, kann hier auswählen, wie groß diese Partition, also der Teil von meinem System sein soll. Auf einem Teil liegt die Windows-Installation, auf dem anderen Teil liegt eben die Linux-Installation. Ich wähle jetzt hier natürlich die volle Größe. Hier ist auch alles richtig eingestellt, das heißt, wir wählen hier das Ganze als Primär, als Anfang dieses Bereichs und als ext4. Und Einbindungspunkt, lassen wir einfach mal so da stehen. So, das dauert kurz natürlich und jetzt können wir hier einfach auf Jetzt installieren gehen und genau. Dann bekommen wir nämlich hier diesen wunderbaren Fehler, den ich euch zeigen wollte, und zwar kein Root-Dateisystem. Das müssen wir bei Linux eigentlich immer angeben, wo wir das Ganze eben sozusagen, wo unsere Wurzel ist. Wo ist sozusagen die Wurzel allen Übels? Und deswegen können wir hier angeben, wir wollen jetzt hier ein Slash haben. Das ist der Grundstein sozusagen, also da fangen wir an. Das müssen wir angeben, wo das eben sein soll. Deswegen können wir hier jetzt diesen Slash angeben und können dann jetzt eben hier sagen, wir wollen es hier drauf installieren oder eben sogar auf der kompletten Festplatte können wir es auch installieren. Wir bekommen jetzt allerdings hier noch die Anzeige, dass wir einen Swap auswählen sollten. Das muss man nicht machen, aber es kann, wenn der Arbeitsspeicher vom Computer zu schwach ist, hilfreich sein. Das heißt, es sollte vielleicht gemacht werden, wobei ich jetzt natürlich schon meine Partition komplett verballert habe, ne? Ja, also ihr könnt das Ganze anlegen, ihr könnt einfach noch eine zweite Partition anlegen und die zum Swap erklären, oder ihr macht hier einfach auf Weiter. Und bisher ist noch nichts passiert, also zumindest nichts Schädliches. Ihr habt nur ein paar Sachen definiert, die jetzt dann gemacht werden sollen. Wenn ihr jetzt hier auf Weiter klickt, dann wird tatsächlich alles so gemacht, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt hier die Zeitzone auswählen, das ist ganz wichtig, damit ihr hier die richtige Zeit habt. Ist bei mir Berlin, weil wir sehen hier, wo diese Zeitzone überall durchgeht. Dann könnt ihr hier auswählen Deutsch, Tastaturbelegung, das ist auch ganz wichtig. Je nachdem, was ihr für ein Tastaturlayout habt, habt ihr eventuell, keine Ahnung, ein Mac-Tastaturlayout, das heißt, ihr habt hier eben noch so einen Apfel oder sowas und keine Windows-Taste. Dann habt ihr vielleicht hier Spezialsachen, eben QWERTY kann sein, veraltet, ohne Akzenttasten und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich sehr, sehr viele Tastaturlayouts auswählen, sogar Deutsch-Russisch, krass, das wusste ich gar nicht. Aber für die meisten von euch wird wahrscheinlich einfach Deutsch das Sinnvollste sein. Einfach hier auf Weitergehen und dann nochmal kurz warten. Und ja, dann kann man hier sich anmelden. Dann muss man, wenn man den PC hochfährt, auch sagen, hey, mein Name ist zum Beispiel Morpheus. Gut, Name Ihres Rechners, Morpheus VirtualBox, Benutzername ist das hier und dann kann ich hier als Passwort ASDF1234 oder sowas angeben, was eigentlich kein gutes Passwort ist, meine Freunde. Aber okay,
Man kann hier die persönlichen Daten verschlüsseln, man kann sagen, man möchte automatisch angemeldet werden, da muss man sein Passwort nicht eingeben. Man kann aber hier auch sagen, ich muss mein Passwort angeben, damit ich mich eben anmelden kann. Und dann kann ich auf Weitergehen und ja, dann sehen wir hier unten, wir sind jetzt dann demnächst mal durch. Und jetzt fängt die Installation an. Ich lasse das jetzt durchlaufen und zeige euch dann am Ende einfach ganz kurz, wie es fertig aussieht und ja, wie ihr damit sozusagen umgehen könnt. Das heißt, wir hören uns gleich nochmal. Bis gleich. Ach so, was ich gerade noch vergessen habe, ihr könnt, wenn ihr Windows schon installiert habt und das Ganze nebeneinander installieren wollt, dann habt ihr auch eine Option zum Nebeneinander installieren. Da macht dann Linux Mint eigentlich auch alles für euch. Also das Ganze mit den Partitionen, das müsst ihr eigentlich wirklich nicht machen, was ich jetzt hier gerade alles gemacht habe. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Also einfach dann die Option auswählen, damit auch ein Swap für euch generiert und so weiter und so fort. Alles passiert automatisch. So, da bin ich noch mal kurz mit einem kleinen Zwischenblend sozusagen. Und zwar könnt ihr hier einmal entweder, also wenn die Installation fertig ist, entweder ausprobieren, fortsetzen, dann bleibt ihr hier und könnt später hier über das Menü euch eurem Rechner runterfahren. Oder eben, also hier rüber könnt ihr runterfahren. Oder ihr könnt direkt neu starten und dann direkt ins neue System kommen, wenn ihr es wirklich installiert habt. Und das ist das, was wir jetzt hier mal machen wollen. Und anschließend landet ihr hier. Das heißt, ihr könnt jetzt hier sozusagen alles machen, was ihr wollt. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, also das hier auszublenden. Ihr könnt Spenden, Treiber runterladen, Anwendungen runterladen. Das ist sozusagen euer, ja, was man alles tun kann, Bildschirm. Und warum habe ich jetzt eigentlich gewartet, um euch hier alle Funktionen zu zeigen? Ganz einfach, wie gesagt, manche Funktionen, wie zum Beispiel Updaten, neue Anwendungen installieren, sind nicht erreichbar, wenn ihr das Ganze nicht installiert habt, weil es natürlich nicht gespeichert werden kann, weil es ja nur von einer DVD ausläuft. Genau, das ist der Grund gewesen. So, ja gut, was wollen wir hier jetzt machen? Das schließen wir jetzt erstmal direkt. Ich will euch nur kurz die Anwendungsverwaltung zeigen, weil ich die sehr, sehr angenehm finde. Den Rest kann man auch super gut selber rausfinden. Hier ist runterfahren. Hier sind die schon vorinstallierten Anwendungen, also sowas wie Firefox ist auch schon dabei. Ja, dann die Systemeinstellung, ganz klar. LibreOffice ist auch installiert. Das ist sowas wie Office eben, nur halt in kostenlos. Dann haben wir hier einige Einstellungen wieder mal und so weiter und so fort. Wenn ihr was sucht, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal hier rein zu tippen. Könnt ihr hier direkt zum Beispiel LibreOffice eingeben, dann habt ihr hier alles, was mit Libre eben zu tun hat. Achso, genau, und Firefox landet auch hier unten, weil es einfach der Standard-Browser ist. So, zum Anwendungen verwalten, beziehungsweise genau, zum Installieren oder Updaten, könnt ihr hier unten auf dieses kleine blaue Dings da draufklicken. Das ist nur blau, wenn ihr irgendwie Updates zur Verfügung habt. So, hier habt ihr dann das erste Mal die Möglichkeit einzustellen, was ihr haben wollt. Und zwar, ja, meinen Rechner sicher halten, beziehungsweise nur sicher halten. Das bedeutet, ihr bekommt nur die wichtigen Sicherheitsupdates für euren Rechner automatisch installiert. Mich sensible Aktualisierung überprüfen lassen bedeutet, ihr habt hier eben die Möglichkeit, einige sensiblere Dinge überprüfen zu können und die anderen werden eben automatisch abgedatet. Und hier habt ihr immer alles aktualisieren. Da wird, sobald irgendein Update verfügbar ist, wird es wie bei Windows gemacht, es wird einfach alles aktualisiert. Und ja, das macht auch Updates, die irgendwas kaputt machen, macht es wieder heile, scheinbar automatisch. Ist im Endeffekt egal, was ihr macht. Ich will euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier habt ihr dann eben die Übersicht. Und das dauert jetzt eine Weile, weil es alles eben lesen muss. Aber es geht immer noch schneller als das Windows-Update, keine Sorge. So, das sind jetzt hier die Updates, die ihr zur Verfügung habt. Das Ganze könnt ihr installieren, indem ihr hier einfach auf Aktualisierung installieren geht. Dann müsst ihr euer Passwort eingeben, das mache ich jetzt hier mal nicht. Und ihr könnt natürlich, also das ist jetzt hier die Update-Verwaltung. Und ihr könnt, wenn ihr hier über Bearbeiten Anwendungspaketquellen oder was vielleicht sogar noch sinnvoller ist, Anwendungsverwaltung. Ja, machen wir direkt über Anwendungsverwaltung. Da ist es. Sehr gut. Okay, ja, hier könnt ihr jetzt sozusagen eure ganzen Programme installieren, die ihr hier eben haben wollt. Und hier werden direkt erstmal die beliebtesten empfohlen. Hier könnt ihr Google Earth installieren, Blender könnt ihr installieren, Calibre, Audacity, Minecraft und so weiter und so fort. Könnt ihr alles installieren. Hier könnt ihr aber auch die Unterkategorien auswählen, was ihr eben haben wollt. Ich gehe jetzt mal hier unter Film und Klang und dann haben wir hier VLC als oberstes. Das ist ein super gutes Abspielprogramm für Filme oder Musik. Aller Art sozusagen können wir hier einfach draufklicken und können hier, okay, ist schon installiert, verdammt. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie man was installiert. Dann könnt ihr es hier natürlich auch entfernen, wenn ihr es nicht mehr haben wollt, oder ihr könnt es starten. Ihr könnt aber auch einfach hier im Menü
VLC eingeben, dann seid ihr auch wieder da. Okay, dann gehen wir hier einfach mal auf Audacity und gehen hier dann einfach auf Installieren. Damit kann ich eben neue Software installieren. Ja, es leckt gerade bei mir ein bisschen, sorry, weil ich es, wie gesagt, nur in einer virtuellen Maschine drin habe. Hier könnt ihr einfach auf Fortfahren gehen. Das sind die Pakete, die doch zusätzlich installiert werden müssen, damit Audacity auch läuft. Das braucht ihr nicht mal durchlesen, das ist alles in Ordnung. Könnt ihr einfach immer auf Vorwärts oder Fortfahren gehen. Und ja, jetzt mein Passwort ASDF1234, ne? Genau, müsst ihr euch immer sozusagen einloggen, damit man auch wirklich, nur wenn man das Passwort kennt, auch wirklich neue Software installieren kann, damit man eben nichts Böses tun kann. So, und ja, das müsst ihr dann einfach kurz installieren. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie ins Internet gehen, auf die Website gehen und dann schauen, ich will das jetzt hier da runterladen, gibt es eine neue Version, oh, vielleicht war es eine Fake-Webseite, wie es bei VLC tatsächlich eine Weile der Fall war. Nein, ihr habt das alles über eine sichere Paketquelle installiert, könnt es hier direkt starten und dann wird alles für euch automatisch gemacht. Ja, und das, also jetzt haben wir sozusagen Audacity installiert, was aber wirklich nur ein Beispiel war, also ihr könnt da drüber alles mögliche installieren. Ihr könnt natürlich auch die Suche benutzen, keine Sorge. Gut, und das war es eigentlich von meiner Seite. Das ist so ziemlich das, was man zum Einsteiger Linux sagen muss. Wenn irgendwas ist, dann scheut euch nicht, in den Discord-Chat reinzuschreiben oder so. Da sind immer hilfreiche Personen oder schreibt mir eine Nachricht oder einen Kommentar oder sonst irgendwas. Und ganz, ganz wichtig, ich möchte, dass sich Linux noch viel, viel weiter verbreitet. Das heißt, scheut euch auch nicht, das Video zu teilen. Und ja, dafür danke ich euch natürlich schon mal. Gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.